Na, hallo meine lieben Nähfreunde! Es wurde mal wieder Zeit für einen Test. Ich habe mir wieder einen Shop ausgesucht und getestet, ob der für uns Näherinnen tolle Sachen hat. Heute habe ich mir ein Ladengeschäft ausgesucht, das heißt Söstrene Grene. Söstrene heißt Schwestern und Grene ist der Nachname, also die Schwestern Grene. Ihr habt dieses Logo vielleicht schon mal irgendwo in der Innenstadt gesehen. Ich habe aber auch gesehen, dass die einen coolen Online-Shop haben. Dieses Video ist übrigens nicht gesponsert, das heißt, meine Meinung ist komplett ungefiltert und unbeeinflusst. Ich habe mal ein paar Bastelutensilien und Nähutensilien dort bestellt, weil die auch wirklich günstig sind und wollte mal ausprobieren, wie davon so die Qualität ist. Ich stelle euch jetzt in diesem Video mal ein paar Produkte vor, die ich einfach querbeet bestellt habe, die ich so gut gebrauchen konnte. Und ich würde sagen, wir schauen mal in meine Kiste und fangen gleich mal mit dem ersten großen an. Ich musste schon ganz lange drauf warten, dass ich das jetzt endlich mit euch auspacken kann, denn ich habe mir diesen Mülleimer bestellt, der ein bisschen aussieht wie ein Aktenordner. Den muss man so auseinandernehmen. Dann hat er hier direkt den Boden. Moment. Oh, so, okay. Und das war's schon. Das ist also irgendwie so ein bezogener Pappmülleimer. Den finde ich richtig cool und den gab es für unter 10 Euro. Der zieht jetzt auf jeden Fall schon mal in mein Nähzimmer ein. Und ich schaue mal, wie stabil der noch so nach 1-2 Wochen ist. Wenn das Video erscheint, kann ich euch dann mein Fazit auch direkt mitgeben. Und jetzt schauen wir mal noch in die Kiste, was ich noch für tolle Nähutensilien gefunden habe. Zum Beispiel gab es hier einen Rollschneider und Nähclips. Und die probiere ich jetzt mal direkt mit einem Schnittmuster aus. Dann ganz ehrlich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Rollschneider für 4,18 Euro wirklich so hochwertig ist. Zunächst mal möchte ich mal positiv über diese Verpackung sprechen. Die ist komplett aus Pappe und hat nur diesen kleinen Ring dran. Beim Auspacken vom Rollschneider und ersten Versuch, den auszuprobieren, habe ich gemerkt, dass der super schwer auf und zu geht. Deswegen musste ich hier nochmal ein bisschen die Schrauben lösen und mit ein bisschen Gewalt ging es dann. Und jetzt schneidet er auch. Jetzt kann ich ihn auch ganz normal bedienen. Aber vor dem ersten Gebrauch, muss ich leider sagen, hat es ein bisschen gedauert, bis ich den sozusagen in Gang gebracht habe, dass er funktioniert. Papier schneidet er schon mal richtig gut. Jetzt habe ich ihn nochmal an diesem dünnen Jeansstoff für meinen Rock ausprobiert. Und siehe da, genau in diesen kleinen Ecken, wo man ja diesen kleinen Rollschneider gut gebrauchen kann, schneidet der wirklich richtig gut durch. Das geht durch wie Butter. Schaut mal, wie toll der schneiden kann. Der ist jetzt noch ganz neu, das heißt, die Klinge ist natürlich noch scharf. Die Stoffklammern habe ich in dem Moment auch gleich mal ausprobiert und die haben gut funktioniert, sind aber nicht so hochwertig wie zum Beispiel Modelle von Priem. Die kann man jetzt vergleichen mit den Standardmodellen von Amazon oder Teddy. Ich wollte ja schon immer mal so eine professionelle Schneiderkreide ausprobieren. Ich habe nur so einen Schneiderkreidestift und jetzt habe ich mir mal diese coole dreieckige Schneiderkreide für 1,88 Euro ausgesucht und dachte, für den Preis kann ich sie mal ausprobieren. Und dann sieht sie auch noch so niedlich aus mit so kleinen Schmetterlingen drauf. Da habe ich mal einfach alle 3 Farben ausprobiert auf so Stoffresten und da kann man sehen, wie gut die zeichnet, also ob die Markierungen auch sichtbar sind, weil es bringt mir natürlich nichts, diese Kreide zu benutzen, wenn ich dann am Ende die Striche nicht sehen kann. Und siehe da, die sind richtig toll. Jetzt habe ich nochmal Strichlinien ausprobiert, also die Kreide ist wirklich gut sichtbar, die finde ich richtig toll. Jetzt probiere ich nochmal weiß. Weil es kann ja sein, dass nur blau gut sichtbar ist, aber auch die hat gut funktioniert. Die ist aber wirklich sehr, sehr dünn. Also wenn man die in der Hand hat, merkt man schon, dass die wirklich super dünn ist. Aber zeichnen kann sie sehr gut, jetzt ist sie mir sogar zerbrochen. Benutzen kann ich die natürlich trotzdem noch. Und dann wollte ich noch gelb ausprobieren, das habe ich jetzt mal auf Jersey ausprobiert. Aus so einem weißen Jersey sieht man das nicht, aber auf diesem rosanen Webware-Stoff kann man das gut erkennen, finde ich. Das sind nun mal jetzt 3 sehr helle Farben, also auf hellen Stoffen schwer zu sehen. Ich habe jetzt Kreidefinger, aber ich bin zufrieden damit. Ich habe mir zusätzlich noch Tüll bestellt. Der Preis war ganz durchschnittlich, also nicht besonders günstig, aber auch nicht besonders teuer und habe den direkt mal vernäht und zugeschnitten, um zu schauen, wie gut die Qualität davon ist.
Hier kann ich wieder die Verpackung lobend erwähnen. Hier ist einfach nur ein kleines bisschen, ganz dünne Pappe drum, fast wie Papier. Das ist wirklich super, denn hier haben wir kaum Verpackungsmüll. Das finde ich schon mal richtig toll. Dazu kommt dann auch noch ein Ökotex-Siegel. Das finde ich richtig super. Negativ daran ist aber, dass es komplett Handwäsche ist. Das heißt, ihr dürft Kleidungsstücke mit diesem Tüll nicht in die Waschmaschine stecken. Also ist es eher für Kostüme geeignet oder Kleidungsstücke, die man vielleicht nicht so oft wäscht oder eher Dekoration. Ich habe das jetzt mal an einem Rock angenäht und habe den Rock dann quasi einmal mit diesem Tüll umhüllt und der lässt sich wirklich gut vernähen. Ich habe hier hinten eine Naht gesetzt, das habe ich mit Stickvlies veranstaltet, weil sonst kann dieser Tüll unter meiner Nähmaschine auf keinen Fall durchlaufen. Das Stickvlies reißt man dann einfach ab und dann hat man hier eine perfekte Naht. Dabei ist der Tüll auch ein bisschen dehnbar und ist somit auch perfekt für Kleidungsstücke geeignet. Aber wie gesagt, die dürfen dann leider nicht in die Waschmaschine und das ist wirklich ein Nachteil. Also ist dieser Tüll vielleicht eher was für Kostüme. Übrigens fand ich dieses Behältnis für Wolle unglaublich hübsch. Ich häkel oder stricke ja nicht, deswegen ist es bei mir eigentlich ein bisschen verkehrt im Gebrauch. Ich habe mir aber überlegt, dass man da zum Beispiel auch ein anderes Garn reinpacken kann, wie Overlock-Garn, und das dann mit der Nähmaschine nähen kann, weil das hier gleichmäßig rausgezogen wird. Oder eben so ein Jute-Seil, das kann hier natürlich auch ganz gut rausgezogen werden. Also ich fand dieses kleine Behältnis so zauberhaft und so hübsch, dass ich es auch ein bisschen aus Dekorationszwecken gekauft habe. Der Preis war dabei, das sage ich euch direkt, 8,98 €. Das ist damit kein Schnäppchen, aber es sieht eben so hübsch aus. Jetzt zeige ich euch meinen absoluten Favoriten und der ist nicht in dieser Box, sondern dieser Caddy an sich für 5,18 € ist wirklich mein absolutes Lieblingsgadget. In den passt so viel rein. Ich mache das jetzt immer so, dass ich für jedes Nähprojekt dieses Teil bestücke und dann auch da drin lasse. Das heißt, da ist dann die Schere, der Rollschneider, Klammern und Co. drin, die ich genau für dieses Projekt brauche und landet immer wieder da drin. So kann ich auch eine Schere und Co. nicht verlegen. Und dieses Mintgrün ist ja sowieso perfekt. Ihr wisst, dass ich es liebe. Also das Teil kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr es nicht zum Nähen nehmt, dann nehmt es mit in den Garten, denn da ist das auch super. Und da habe ich jetzt meine ganzen Nähutensilien drin. Als nächstes habe ich mal diese coolen Schlüsselringe mit Haken ausprobiert. Die kosten nur 1,26 €. Es sind 3 Stück drin. Das sind so D-Ringe, die man zum Beispiel für Taschen benutzen kann. Und der Preis ist ja wirklich super stark. Und die habe ich mir jetzt mal angeschaut. Also oft ist sowas ja so ein bisschen spielig oder dünn, aber die machen wirklich einen guten, hochwertigen Eindruck, lassen sich gut bedienen. Und Pailletten, also wer Pailletten gerne annähen möchte, der sollte sich hier dieses Sortiment mal anschauen. Ich habe mir solche Glitzerpailletten für 1,84 € bestellt. Ihr merkt schon, ich nähe anscheinend an Kostümen rum. Meine Nähmaschine kann übrigens sogar Pailletten annähen. Probiert das mal mit eurer Nähmaschine aus. Für den Preis kann man nichts falsch machen. Bügelbilder gab es auch für 5,20 € 6 Stück. Und den Preis finde ich wirklich stark. Schaut mal, wie schön die Bügelbilder dort sind. Ich glaube aber, es gab nur diese Fische. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Das kann saisonal auch ein bisschen wechseln. Die finde ich aber für den Sommer einfach schön. Schaut mal, wie fein die gestickt sind. Für den Preis kann ich das fast gar nicht glauben. Die habe ich dann aber auch mal wirklich ausprobiert und einfach mal aufgebügelt, denn die sind wirklich zum Bügeln. Da macht man ein Tuch drauf, macht das ein bisschen nass und dann wird einfach angepresst. Und schaut mal, ich habe jetzt direkt 2 T-Shirts damit bestückt und die gehen wirklich nicht ab. Die halten richtig gut. Die dürfen auch in die Waschmaschine und ich finde, die sind klasse. Und als nächstes habe ich mir noch ein paar Bastelsachen bestellt, zum Beispiel Kreidestifte oder so Holzscheiben, die man gut beplotten kann. Und die habe ich dann in dem Moment auch gleich mal ausprobiert und habe ein bisschen was beschriftet und beplottet. Ich liebe es ja, wenn Geschenke eine persönliche Note bekommen. Deswegen habe ich mir diese kleinen Holzscheiben bestellt für 1,98 €. Da ist sogar schon ein kleines Juteseil dran. Die sind eigentlich fix und fertig. Deswegen habe ich mir hier so ein paar Folienreste von meinem Plotter zusammengesucht und ein kleines Herz erstellt, das ich dann einmal geplottet habe. Und wenn man das dann aufbügelt, das ist wirklich überhaupt kein Problem. Das ist jetzt wirklich diese Bügelfolie.
dann geht das auch auf Holz und schaut mal, wie schön dieses Geschenk jetzt aussieht. Es hat einfach nochmal einen edlen Touch. Also diese Holzanhänger und auch die Holzscheiben sind perfekt zum Plotten geeignet. Dann habe ich mir noch diese Kreidemarker vorgenommen. Da kosten 2 Stück 3,30 €. Da gibt es einen für dunkle Untergründe und einen für helle Untergründe. Und ich habe dieses Jahr selbst Erdbeermarmelade gemacht, muss jetzt aber diese Gläser noch beschriften. Und das habe ich mal mit diesem Marker ausprobiert, habe noch eine kleine Erdbeere gemalt. Dann lässt man das ein bisschen trocknen. In der Zeit habe ich mir mal diesen Wasserstift angeschaut und auch die Holzstempel. Schaut mal, wie hübsch die sind. Die Bastelutensilien kann ich alle wärmstens empfehlen. Daumen hoch! Also als Nähfreunde und als Bastelfreunde möchte ich euch jetzt mal mein Fazit teilen und meine ganz, ganz ehrliche Meinung für den Test für die Produkte. Einerseits muss ich sagen, manche Produkte waren wirklich sehr, sehr günstig, andere waren eher durchschnittlich vom Preis her, so wie wir es auch aus den Stoffshops kennen oder vielleicht vom Teddy. Und ich habe mal getestet und war durchweg zufrieden. Es gab eigentlich kein Produkt, an dem ich wirklich eine massive Kritik üben kann. Okay, die Schneiderkreide ist mir leider zerbrochen, die ist sehr dünn, aber es liegt auch ein bisschen dran, dass ich grobmotorisch rangegangen bin und auch einen kleinen Härtetest damit gemacht habe. Die Produkte an sich finde ich wirklich klasse und die sehen auch noch richtig toll aus. Also ich bin mit diesen Produkten sehr zufrieden. Und wenn ihr gerade anfangt zu nähen und vielleicht nicht so ein hohes Budget habt, dann empfehle ich euch einfach mal durch diese Läden in der Innenstadt durchzuschlendern oder den Online-Shop zu besuchen. Dabei muss ich sagen, dass die Bastelsachen bei mir jetzt keinen richtigen Härtetest hatten, weil ich nicht so richtig mehrmals am Tag ausprobiert habe, sondern nur einen einzigen Test gemacht habe. Da können aber alle, die gerne basteln, mal ihre Meinung unter dieses Video schreiben, damit wir alle wissen, ob die Bastelsachen wirklich so gut sind, wie ich es jetzt empfinde. Die Nähsachen kann ich euch aber ganz warm empfehlen. Dabei möchte ich den Tüll hervorheben, der so richtig schön stabil ist und dabei auch wunderschön fällt. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt und an diesem Test teilgenommen habt. Ich freue mich ganz doll über Abos von meinem Kanal und über Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!